Hallo meine Lieben, hier ist euer Helsing und zwar bin ich mal wieder in der Natur, wo ich ein bisschen Inspiration suche, meistens auch finde. Und da ist mir das gekommen und zwar mit diesem Santor Animals, weil es ja nicht funktioniert mit dem Cloud-Effekt, anscheinend nur mit dem Weiß. Liegt es an die Pigmente oder woran liegt es? Auf jeden Fall habe ich mir was anderes überlegt, beziehungsweise ist mir was eingefallen. Und zwar mit Alkohol. Und ich werde jetzt mit Alkohol vermischen, statt mit Wasser. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Dann gehen wir wieder ab in meinen dunklen Keller und fangen an. Also bis gleich. Hallo zusammen, hi everyone. Ich möchte euch jetzt erstmal meine Bilder von letztem Mal zeigen, die jetzt getrocknet sind. Das war ja das Bild, das nicht so schön geworden ist und ich mit dem Swipe noch ein bisschen retten konnte, aber dadurch die Farben natürlich ziemlich lila geworden sind. Okay, nur dass ihr es mal gesehen habt. Nicht schön. Dann dieses Bild davor. Ja, das ist richtig schön geworden, finde ich. Ja, das war ja das ohne Silikon. Die Strukturen und alles. Und es ist auch so geblieben, eigentlich wie es nass war. Richtig schön. Cool. Dann noch das Bild vom vorigen Video. Video 337, wenn ich mich noch richtig erinnern kann. Ja, das habe ich ja mit dem Silikonspray von Caramba gemacht. Ist noch ein bisschen nachgelaufen, aber ganz okay. So, und das hat mich jetzt auf eine Idee gebracht. Ihr seht schon hier, ich habe hier Wodka. Ich will das als Fließverbesserer nehmen. Ich habe mir jetzt hier schwarz angerührt. Also anstatt Wasser habe ich jetzt Wodka dazu genommen. Der ist 40%. Habe hier schwarz, habe hier Gold und dann noch Kupfer. Lass, glaube ich, ein bisschen dicker. Dann habe ich jetzt hier noch dieses Reflektionsgrün, auch Vinylkleber. Mit diesem Reflektionsgrün. Ich wollte es euch bloß mal kurz zeigen, wie ich das anrühre. Dass ihr es mir auch glaubt. Also das ist jetzt praktisch ohne Wasser. Mache da einen Schuss Wodka rein. Ja, vielleicht noch einen Schuss rein. So. So, ist doch gut. Okay. Dann haben wir eigentlich schon alle Farben. Jetzt mache ich mal den Wodka wieder zu, sonst trinke ich noch draus. Okay. Dann würde ich sagen, ich probiere mal auch ein Dirty Pouring. Und bin gespannt, wie es dann reagiert. Habe jetzt auch kein Silikon rein. Das ist so ein Punkt, was ich vielleicht noch testen wollte. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Ich mache das jetzt einfach mal Schicht für Schicht hier. Hoppa. Und lasse das Grün jetzt nochmal von oben ein bisschen reinmischen. Stellen wir mal die Becher weg.
So, musste kurz meine Nase putzen, bin wieder da. Jetzt seht ihr es hier. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das reagiert. Jetzt kommt das Schwarz. So. Ich denke mal, das ist noch ein bisschen zu wenig Farbe. Lass das jetzt aber erstmal ein bisschen laufen. So möchte ich das nicht ganz so. Ganz so verschwinden lassen, sage ich mal, dieses schwarze Bereich hier. So, Delle. Ich werde mir glaube noch mal ein bisschen anmischen. Vielleicht ein bisschen mehr grün, damit es etwas heller wird noch. Ein bisschen Kupfer. Vielleicht doch aber noch mal ein bisschen schwarz für den Kontrast. So. Ja. Sehe die Schichten. Ihr seht auch, wenn es etwas dicker ist, die Farbe, könnt ihr super Muster reinmachen. Ja. Das ist ja das, was mir eigentlich auch so gefällt. Und wenn man es dann laufen lässt, verschwimmt das richtig schön. Jetzt natürlich durch den Alkohol, ihr seht es auch hier schon. Richtig cool eigentlich. So. Schauen wir mal, dass wir hier Bezug bekommen. Genau. Ich hoffe, dass ich im Bild bin soweit. Okay. Und dieses Eck hier müssen wir zubekommen. Ohne dass es mir auch zu arg verläuft. Aber jetzt ziehen wir diesen Punkt hier schön auseinander. Das kommt dann auch richtig cool. Ohne dass wir eigentlich diesen Punkt hier verlieren. So, lasse ich diesen Punkt erstmal wieder in die Mitte laufen. Ja, ich hoffe, es spiegelt nicht so arg für euch. So. Und ihr wisst ja, das Gold und Kupfer kommt natürlich erst richtig schön raus, wenn es dann getrocknet ist. Aber ich
Ich finde, das sieht jetzt auch schon richtig cool aus. So, das letzte Eck noch. Lauf, Forest, Lauf. Und ihr habt halt auch den Vorteil, wenn ihr es etwas dicker lasst, kann auch weniger verlaufen danach. So, jetzt möchte ich aber diesen Punkt nochmal runterlaufen lassen, damit das ein bisschen wieder mehr in der Mitte ist. Und ich finde halt auch Alkohol verläuft es anders wie mit Wasser. Beziehungsweise natürlich auch mit Silikon. So. Also hat super schöne Strukturen hier gegeben. Und ich kann euch sagen, es ist ähnlich wie mit diesem Satin Animals. Also wie so ein kleiner Cloud-Effekt. Okay, cool. Ich werde es jetzt mal kurz erhitzen, nur dass die Luftblasen rausgehen. Und schauen wir mal, was sich da noch verändert. Dürfte sich ja eigentlich nicht viel verändern. Ich könnte es jetzt mal mit dem Brenner machen. Vielleicht brennt dann der Alkohol. Ha, ha, ha. Komm, das testen wir mal spaßeshalber. Falls ich dann nachher verbrannt bin, nicht mehr da bin. Aber ich glaube nicht, das ist zu arg verdünnt. So, passiert nichts, wie ich gedacht habe. Okay, cool. Also ich finde es richtig cool, muss ich sagen. Jetzt hier vielleicht nicht so ganz, aber hier. Und natürlich auch hier. Also wie gesagt, wir haben ähnlich wie so ein Cloud-Effekt und das ohne dieses Satin Animals. Ich zeige es euch jetzt mal von nahem. Und dann haben wir das schon. Ich habe jetzt natürlich noch Farbe übrig. Und ich denke mal, ich werde da nochmal ein Bild machen. Vielleicht mal nicht mit dem Dirty Pouring, sondern einfach mit einer Ringtechnik, ne? Mit Paddeltechnik. Weil da kommen ja auch wieder ganz andere Effekte raus. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich. So Leute, ich bin zurück. Ich zeige es euch jetzt mal von dieser Seite, weil mein Akku ist leer und es steckt an der Steckdose. Okay. Also hier ist richtig cool. Jetzt vor allem hier dieser Punkt. Ist doch genial, oder? Also ich finde es richtig geil. Ich hoffe, das Bild ist nicht zu hell. Und halt auch hier dieser Punkt, wenn ihr das mal anschaut. Ich sage jetzt auch mal vorsichtig, schau wie so ein halber Cloud-Effekt. Also ich finde es richtig cool. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und dann wünsche ich euch was. Gern ein Abo dalassen. Ich danke auch für meine Unterstützer meines Kanals nochmals. Und dann, wie gesagt, ich werde nochmal ein Bild machen. Das zeige ich euch nächstes Mal. Dann wünsche ich euch was. Macht's gut, bis dann. Tschüss, bye.